Hi, der Sommer steht ja endlich vor der Tür, das heißt, bald gehen auch wieder die ersten Open-Air-Veranstaltungen und Musikfestivals los. Ich bin gerade im Sommer öfters auf solchen Veranstaltungen zum Filmen und habe euch dafür 10 Tipps rausgesucht. Bevor es überhaupt losgeht, müsst ihr natürlich euer Equipment vorbereiten. Das heißt, ladet eure Akkus auf, leert eure Speicherkarten. Das klingt zwar sehr banal, aber ich sag's trotzdem lieber nochmal. Wer mir auf Snapchat folgt, weiß, dass ich beim letzten Dreh auch meinen Akku vergessen habe. Sollte natürlich nicht passieren. Deshalb immer Akku aufladen und Speicherkarte leeren. Zum Equipment kann ich außerdem noch sagen, nehmt immer 2 Speicherkarten mit. So eine Speicherkarte kann immer mal kaputt gehen oder voll sein. Und mit einer zweiten Speicherkarte habt ihr so ein gewisses Backup. Eine weitere Sache, die auf jeden Fall noch zu erledigen ist, bevor der Dreh losgeht, ist, euch so ein Timetable zu erstellen. Das heißt, wenn ihr bei Festivals seid, druckt euch so einen Plan aus, welche Band zum Beispiel wann spielt, damit ihr auch keine wichtige Band verpasst. Oder besprecht mit dem Veranstalter, welche Events auf jeden Fall im Video drin sein müssen. Nimmt zum Dreh mindestens 2 verschiedene Brennweiten mit oder ein gutes Zoom-Objektiv. Das heißt also ein Weitwinkel und ein Normalobjektiv sollte auf jeden Fall dabei sein. Das hat den Grund, dass ihr beim fertigen Film dann so ein bisschen Abwechslung reinbringen könnt. Ich habe ganz am Anfang immer nur mit einem 50mm Objektiv gefilmt. Das sieht zwar schön aus, aber so ein bisschen Abwechslung, das heißt mit Weitwinkelobjektiven zum Beispiel, kann nicht schaden. Empfehlungen für gute Objektive für Eventvideos habe ich euch in die Beschreibung verlinkt. Seid am besten so unauffällig wie möglich. Das Ziel bei so Eventvideos sollte es ja sein, echte Emotionen und sowas einzufangen. Und ich habe einfach die Erfahrung gemacht, dass wenn man nicht mit so einem riesen Rig auftaucht und sich so ein bisschen im Hintergrund hält, dass man dann leichter echte Emotionen sozusagen einfängt. Liegt einfach daran, dass wenn Leute so eine riesen Kamera bemerken, dass sie automatisch sich irgendwie verstellen und sowas. Und das will man eigentlich nicht. Deshalb lieber ein bisschen im Hintergrund halten. Benutzt, wenn es geht, Slow Motion, das heißt filmt mit 50 Frames pro Sekunde oder 100 Frames pro Sekunde und verlangsamt dann in der Post-Production euer Video. Der Grund hierfür sind auch wieder die Emotionen und ich finde, Emotionen wirken in Slow Motion irgendwie nochmal deutlich besser, als wenn man es in normaler Geschwindigkeit filmt. Deshalb ist Slow Motion in meinen Augen eine sehr gute Sache für Eventvideos. Wählt die richtigen Perspektiven. Im fertigen Video sollte das Event natürlich gut besucht aussehen und möglichst voll und mit der richtigen Perspektive könnt ihr da schon einiges reißen. Ich blende euch gerade mein Video ein, was von oben mit der GoPro gefilmt worden ist, mit einer Drohne. Da sieht alles relativ leer aus, wie ihr seht. Und jetzt zeige ich euch die Szene zur gleichen Zeit mit einer etwas längeren Brennweite und einer etwas flacheren Perspektive. Und ihr seht, das Ganze wirkt gleich viel, viel voller. Deshalb lernt so ein bisschen mit den Perspektiven zu spielen, probiert ein paar Sachen aus und dann werdet ihr schon die richtige Perspektive für euch finden. Grundsätzlich gilt, längere Brennweiten rücken alles so ein bisschen näher zusammen, das heißt alles wirkt so ein bisschen enger und voller, während Weitwinkelobjektive eher alles so ein bisschen leerer erscheinen lassen. Drückt lieber zu oft als zu selten auf den Record-Knopf. Ich habe das bei meinen ersten Eventvideos gemerkt, dass ich häufig zu wenig Material hatte, um so einen kompletten Song damit auszufüllen. Deshalb lieber zu oft als zu selten auf den Record-Knopf drücken, damit ihr am Ende auch genug Material habt. Die Songauswahl ist extrem wichtig, denn so ein Song bestimmt natürlich mit, wie die Stimmung vom Video später sein wird. Das heißt, mit einem zu traurigen Song könnt ihr natürlich die ganze Stimmung im Video kaputt machen, deshalb überlegt euch gut, welchen Song ihr nehmt. Am besten besprecht ihr die Songauswahl mit dem Veranstalter zusammen, damit es dann später keine bösen Überraschungen gibt. Manchmal kann es sein, dass der Veranstalter schon so einen Songwunsch hat, das ist natürlich eine gute Sache. Mir ist aber mal passiert, dass der Veranstalter einen Song hatte, der mir überhaupt nicht gefallen hat und letztendlich hat mir das Video dann später auch überhaupt nicht gefallen. Deshalb besprecht am besten mit dem Veranstalter zusammen, damit ihr einen Song findet, der euch beiden dann gut gefällt, dann wird das Ergebnis am besten. Falls ihr nicht wisst, wo man gute Musik herbekommt, habe ich euch mein Video verlinkt, was ich kürzlich hochgeladen habe. In dem erkläre ich einfach, wie ich meine Musik finde für solche Videos. Achtet beim Schnitt auf so ein gewisses Storytelling. Was ich mit Storytelling meine, ist nicht, dass ihr irgendeine Fake-Story oder sowas einbaut ins Video, sondern ich meine Szenen, die irgendwie zusammenpassen, auch zusammen ins Video schneidet. Das hat den Grund, dass der Zuschauer diesem Video dann einfacher folgen kann, als wenn ihr komplett random irgendwelche Aufnahmen zusammenschneidet. Ich habe zum Beispiel so einen Getränkestand gefilmt, dann habe ich gefilmt, wie Leute sich ein Bier einschenken und dann wie Leute anstoßen oder sowas. Wenn ihr solche Szenen zusammenpackt im Video, wird das Ganze zum Ansehen später viel angenehmer. Investiert viel Zeit in richtiges Color Grading. Color Grading ist für die Stimmung genauso wichtig wie die richtige Musik. Ich habe euch in der Videobeschreibung so ein paar Lookup-Tables verlinkt, die ich öfters mal benutze für solche Videos. Außerdem bringe ich auch eigene LUTs raus in ein paar Wochen und mit diesen LUTs habe ich zum Beispiel dieses Video hier gegradet. So, das waren meine Tipps für Eventvideos. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und das Video hat Spaß gemacht. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.